Elternzeit in Schweden, ist das wirklich so großzügig, wie alle in Deutschland immer glauben? 480 Tage bezahlte Elternzeit bei fast vollem Gehalt. Ja, so sieht das aus hier in Schweden. Und alles, was man noch darüber wissen muss, das erzähle ich euch jetzt. Los geht's. Ja, wir haben es gerade schon gehört, man bekommt 480 Tage Elternzeit. Davon sind 390 Tage an 80% des Gehalts gebunden. Und die restlichen 90 Tage sind allerdings an einen niedrigeren Tagessatz gebunden. Das heißt, da bekommt man nicht so viel ausgezahlt. Ja, aber wie viel Geld bekommt man denn tatsächlich jetzt? Ja, wir schauen uns erstmal die Tage an, die quasi 80% des Einkommens als Basis haben. Wenn man jetzt jeden Tag Elterngeld für einen ganzen Monat entnimmt, würde man dann, wenn man ein sehr hohes Gehalt hätte und diese Grenze quasi erreicht, 3.900 Euro brutto ausbezahlt bekommen, also 39.000 Kronen. So, dann gibt es ja aber noch diese 90 Tage, die quasi nur diesen Tagessatz haben und da bekommt man momentan nur 18 Euro pro Tag ausgezahlt. Das heißt, das hat nichts mit dem Gehalt zu tun, das ist ein fester Tagessatz, 180 Kronen und die bekommt man dann genau für diese Tage ausgezahlt. Was allerdings häufig noch dazu kommt, ist, dass der Arbeitgeber für eine gewisse Anzahl an Monaten häufig vielleicht nochmal 10% dazu gibt. Das heißt also, je nach Arbeitgeber kann der da auch nochmal etwas dazu zahlen. So eine Besonderheit in Schweden ist, wie diese Tage zwischen den Eltern aufgeteilt werden können. Wenn das Kind geboren wird, kriegen erstmal beide Elternteile die gleiche Anzahl an Tagen. Allerdings kann man auch Tage an den anderen Elternteil überführen. Aber es müssen immer mindestens 90 Tage bei dem einen Elternteil zurückbleiben. Das heißt, die können nicht überführt werden, was natürlich auch dazu führt, dass beide Elternteile häufig eine gewisse Elternzeit dann auch tatsächlich nutzen. Ja, eine andere Besonderheit ist auch noch, dass direkt nach der Geburt bekommt häufig der Vater 10 Tage extra auch nochmal. Das heißt, die sind nicht an diese 480 Tage geknüpft, sondern es sind 10 Tage Papazeit, wird das hier häufig genannt, die quasi nur direkt nach der Geburt entnommen werden können. Und die sind auch nochmal an 80% des Gehalts quasi geknüpft. Also das ist nochmal außerhalb dieser normalen Elternzeit quasi. Ja, eine Sache, die hier wirklich besonders ist in Schweden, ist die Flexibilität der Elternzeit. Die wird hier von der Behörde Försäkringskassan organisiert. Das heißt, wenn man Elternzeit nehmen möchte, dann geht man einfach auf die Internetseite, kann da einloggen mit seiner Bank-ID. Das ist ja so eine digitale ID, die hier alle in Schweden haben. Und dann hat man da quasi seinen Kalender, wo man dann einfach einkreuzt, welche Tage man Elternzeit nimmt und kriegt dann dementsprechend auch sein Elterngeld ausgezahlt. Und was da auch nochmal wichtig ist, wenn man das mit seinem Arbeitgeber abspricht, muss man spätestens 2 Monate im Voraus sagen, dass man jetzt in Elternzeit gehen möchte. Und der kann dann da auch nicht Nein zu sagen. Also es gibt ganz selten mal Gründe, warum er das quasi sagen kann, dass man damit noch ein bisschen warten müsste. Aber es passiert eigentlich fast nie. Das muss schon was ganz Besonderes sein. Und in der Regel ist es so, dass man sagt, ja, sorry, in 2 Monaten bin ich in Elternzeit, mache vielleicht erstmal nur einen Monat Elternzeit, komme dann wieder und dann mache ich nochmal Elternzeit. Und da kann der in dem Sinne auch nichts gegen sagen. Das darf man 3-mal pro Jahr machen. Dann kann er da auch sagen, nee, jetzt hast du hier zu viel mit Elternzeit rumgetüdelt und dann im nächsten Jahr kann man dann quasi wieder bis zu 3-mal im Jahr Elternzeit nehmen. Das heißt also, es ist wirklich sehr flexibel. Natürlich ist es auch dasselbe, wenn man nur in der Zeit runtergehen möchte. Also man ist ein bisschen in Elternzeit und arbeitet ein bisschen. Also auch diese Teilzeit ist in dem Sinne da ähnlich aufgebaut und ich würde sagen, das ist schon sehr flexibel hier in Schweden und auch die Arbeitgeber sind da voll drauf eingestellt. Das ist ja einfach so. Ja, ein anderer Teil der Flexibilität, der dazu gehört, ist, dass man auch diese Elternzeit sparen kann. Das heißt, man kann, ab dem das Kind 4 ist, bis zu 96 Tage sparen und die dann quasi, bis das Kind 12 ist, quasi unter diesen 8 Jahren verbrauchen. Das heißt, was häufig gemacht wird, ist, dass man quasi seinen Sommerurlaub damit vielleicht verlängert oder wenn die Kinder quasi in den Ferien sind, dass man dann quasi diese Tage nochmal nutzt, um in dieser Zeit auch frei zu haben. Ja, eine andere Möglichkeit, die auch viele machen, ist, dass man quasi nicht diese Elternzeit mit Elterngeld nutzt, sondern dass man einfach in die Elternzeit geht, aber quasi diese
Tage mit Elterngeld aufspart und sagt, ja, aber ich brauche das Geld gerade nicht, ich will lieber diese Tage für später aufbewahren. Und dann kann man quasi in den ersten 2 Jahren gar kein Elterngeld beziehen, aber diese 80% des Gehaltes sind in dieser Zeit geschützt. Das nennt sich SGI, das Ganze, und das wird quasi in diesen 2 Jahren geschützt. Also auch wenn man quasi kein Einkommen hat, wird quasi das letzte Einkommen und davon 80% trotzdem noch weiterhin berechnet. Das heißt, wenn man dann nach diesen 2 Jahren sagt, okay, jetzt nehme ich aber diese Elternzeit mit Elterngeld, dann bezieht sich das trotzdem noch auf das letzte Einkommen, was man gehabt hat vor diesen 2 Jahren. Als letztes sprechen wir jetzt nochmal über das Kindergeld. Momentan, also im Jahr 2026, ist es so, dass man 1250 Kronen, also ungefähr 120 € im Monat Kindergeld bekommt, und das wird dann etwas erhöht mit jedem weiteren Kind, was man dann quasi hat. Also auch das wird quasi nochmal dazu gerechnet zu dem Elterngeld, was man in der Elternzeit dann auch noch bezieht. So, und was denkt ihr jetzt? Ist das System wirklich so großzügig? Ich finde, in Teilen ähnelt es ja doch auch dem deutschen System. Ich finde es viel flexibler, und gerade auch diese Möglichkeit, quasi diese Elternzeit aufzusparen und bis das Kind 12 ist nutzen zu können, ist natürlich richtig, richtig super. Und natürlich, dass man um einiges mehr Geld bekommt, was natürlich auch einfach hilft, gerade für neu gebaute Familien, wo vielleicht dann nicht so viel Gehalt auf einmal mehr reinkommt, ist das natürlich super, dass man ein recht hohes Elterngeld in dieser Zeit auch bekommt. Ja, schreibt also gerne, was ihr davon haltet und ob ihr das System besser findet.